Lektion 1. Wie oft kommst du in diesen Park? Also wie oft kommst du in diesen Park? Ich versuche mindestens einmal pro Woche zu kommen. Es ist eine großartige Möglichkeit, nach einer anstrengenden Woche zu Das klingt nett. entspannen. Normalerweise komme ich alle 2 Wochen her. Es gibt so viel zu genießen. Unbedingt. Wussten Sie, dass dieser Park über 200 Hektar umfasst? Es ist eine der größten Grünflächen der Stadt. Ich wusste nicht, dass es so groß ist. Was magst du am meisten daran? Ich liebe die Vielfalt der Trails. Es gibt über 5 Meilen an Wanderwegen, perfekt für eine gute Wanderung. Und die Tierwelt hier ist auch unglaublich. Ich habe bei meinem Besuchen Rehe und verschiedene Vögel entdeckt. Genau. In diesem Park leben über 150 Vogelarten, was ihn zu einem großartigen Ort für Vogelbeobachtungen macht. Das ist beeindruckend. Es ist schön, so einen natürlichen Rückzugsort in der Nähe der Stadt zu haben. Ganz gewiss. Parks wie dieser sind entscheidend für unsere psychische Gesundheit und unser Wohlbefinden. Sie bieten einen Raum, um sich mit der Natur zu verbinden. Ich stimme voll und ganz zu. Ich fühle mich immer erfrischt, nachdem ich Zeit hier verbracht habe. Ich auch. Es ist eine großartige Erinnerung daran, wie wichtig es ist, diese Grünflächen zu schützen. Lektion 2. Genießt du dein Essen? Hast du jemals darüber nachgedacht, wie viel Freude Essen in unser Leben bringt? Unbedingt. Wussten Sie, dass Geschmack einer unserer 5 Sinne ist und eine große Rolle bei unserem Essensgenuss spielt? Richtig. Und es ist faszinierend, dass sich auf unserer Zunge über 10.000 Geschmacksknospen befinden, von denen jede dafür verantwortlich ist, unterschiedliche Geschmacksrichtungen wahrzunehmen. Genau. Außerdem ist die Kultur rund um das Essen sehr unterschiedlich. In einigen Ländern ist beispielsweise das Teilen von Mahlzeiten ein wichtiger Bestandteil des sozialen Lebens. Ich liebe das. Essen kann auch Erinnerungen und Emotionen hervorrufen. Studien zeigen, dass bestimmte Gerüche lebendige Erinnerungen aus unserer Vergangenheit auslösen können. Ja, und es ist interessant, dass das Aroma von Lebensmitteln unsere Geschmackswahrnehmung tatsächlich verbessern und sie angenehmer machen kann. Das macht Sinn. Ich habe gelesen, dass die durchschnittliche Person etwa 67 Minuten am Tag mit Essen verbringt, was ziemlich viel Zeit im Genuss gewidmet ist. Ganz gewiss. Und es geht nicht nur ums Essen. Kochen kann für viele Menschen auch ein kreatives Medium sein. Unbedingt. Kochen ermöglicht die Selbstentfaltung und kann eine unterhaltsame Art sein, verschiedene Kulturen anhand ihrer Küchen zu erkunden. Und bei so vielen gastronomischen Angeboten, von Streetfood bis hin zu Gourmet-Restaurants, ist für jeden etwas dabei. Lektion 3. In welche Stadt gehst du? Also wo denkst du über deine nächste Reise nach? Ich habe über ein paar Städte nachgedacht, wie Paris oder Tokio. Sie haben beide eine so reiche Kultur. Paris ist unglaublich. Wussten Sie, dass es als die Stadt der Lichter bekannt ist und jedes Jahr über 70 Millionen Besucher hat? Das ist beeindruckend. Tokio ist auch faszinierend, mit seiner Mischung aus traditioneller und moderner Architektur. Absolut. Und es ist die bevölkerungsreichste Stadt der Welt mit über 37 Millionen Menschen in der Metropolregion. Wow, ich wusste nicht, dass es so groß ist. Was ist mit der Food-Szene in diesen Städten? Paris ist berühmt für sein Gebäck, insbesondere für Croissants und Macarons, und Tokio bietet unglaubliches Sushi und Ramen. Beides klingt köstlich. Wie wäre es mit den historischen Städten in diesen Städten? In Paris können Sie den Eiffelturm und den Louvre besuchen, in dem Tausende von Kunstwerken ausgestellt sind, darunter die Mona Lisa.
Und in Tokio gibt es den historischen Sensoji-Tempel, der aus dem Jahr 645 NCHR stammt. Er ist ein Muss. Es scheint, als hätten beide Städte so viel zu bieten. Es ist schwer, sich zu entscheiden. Ich weiß, oder? Jede Stadt hat ihren einzigartigen Charme und es gibt Erlebnisse, die es zu entdecken gilt. Lektion 4. Lebensmittel zum Kauf im Supermarkt. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie Sie in einem Supermarkt effektiv navigieren können? Unbedingt. Es gibt so viel zur Auswahl, es kann überwältigend sein. Richtig. Wussten Sie, dass ein durchschnittlicher Supermarkt über 30 Produkte hat? Wow, das ist eine Menge. Und es ist wichtig zu wissen, worauf man achten muss. Genau. Frische Produkte sind der Schlüssel. Obst und Gemüse sind voller Vitamine und Mineralien. Ich habe gelesen, dass der Verzehr verschiedener bunter Obst- und Gemüsesorten das Risiko chronischer Krankheiten verringern kann. Ja, und vergiss Vollkornprodukte nicht. Sie liefern essentielle Ballaststoffe und Nährstoffe. Ich habe auch gehört, dass magere Proteine für die Muskelgesundheit wichtig sind. Genau. Lebensmittel wie Hühnchen, Fisch und Hülsenfrüchte sind großartige Optionen. Und was ist mit Milchprodukten? Ich weiß, dass es eine gute Calciumquelle ist. Ja, fettarme oder fettfreie Milchprodukte können zur Erhaltung starker Knochen beitragen. Es scheint, als ob informierte Entscheidungen unsere Gesundheit wirklich beeinflussen können. Definitiv. Außerdem kann das Verständnis der Etiketten dazu beitragen, verarbeitete Lebensmittel mit hohem Zucker- und Natriumgehalt zu vermeiden. Lektion 5. Möchtest du ein Computerspiel spielen? Hey, willst du ein Computerspiel spielen? Sicher. Wussten Sie, dass die Spielebranche einen Wert von über 159 Milliarden US-Dollar hat? Das ist unglaublich. Und es wächst jedes Jahr, oder? Unbedingt. Tatsächlich gibt es weltweit mehr als 3 Milliarden Spieler. Beeindruckend. Was glaubst du, macht Gaming so beliebt? Es ist eine großartige Möglichkeit, mit Freunden in Kontakt zu treten und immersives Geschichtenerzählen zu erleben. Stimmt. Studien zeigen außerdem, dass Spielen die Fähigkeiten zur Problemlösung und die Hand-Auge-Koordination verbessern kann. Genau. Und viele Spiele fördern Teamwork und strategisches Denken. Ich habe auch gehört, dass einige Spiele helfen können, Stress abzubauen. Das ist ein cooler Vorteil. Ja, es kann eine lustige Flucht aus der Realität sein. Es ist faszinierend, wie sich das Spielen entwickelt hat. Richtig. Bei so vielen Genres ist für jeden etwas dabei. Genau. Lass uns ein Spiel auswählen und loslegen. Lektion 6. Wie sollten wir unseren Marketingplan bewerben? Also, wie sollten wir Ihrer Meinung nach für unseren Marketingplan werben? Nun, ich glaube, die Nutzung von Social-Media-Plattformen ist entscheidend. Weltweit nutzen über 4,5 Milliarden Menschen soziale Medien. Das ist ein riesiges Publikum. Auf welche spezifischen Plattformen sollten wir uns Ihrer Meinung nach konzentrieren? Plattformen wie Instagram und Facebook eignen sich hervorragend für visuelle Inhalte, während LinkedIn perfekt für B2B-Marketing ist. Interessant. Ich habe auch gelesen, dass E-Mail-Marketing für jeden ausgegebenen Dollar einen ROI von $42 hat. Das ist beeindruckend. Unbedingt. Die Erstellung gezielter E-Mail-Kampagnen kann die Interaktion mit unserem Publikum wirklich fördern. Und was ist mit Content Marketing? Ich habe gehört, dass es für den Aufbau der Markenbekanntheit unerlässlich ist. Ja, Content Marketing generiert 3-mal mehr Leads als herkömmliche Marketingmethoden, was von Bedeutung ist. Das macht Sinn. Wir sollten auch Influencer-Partnerschaften in Betracht ziehen, um ein breiteres Publikum zu erreichen, oder? Definitiv.
Influencer-Marketing kann eine ROI von bis zum 11-fachen der Investition bringen, was sehr effektiv ist. Wow, das wird aufregend. Es hört sich so an, als hätten wir viele großartige Möglichkeiten zum Erkunden. Ganz gewiss. Mit den richtigen Strategien können wir unseren Marketingplan wirklich von anderen abheben. Lektion 7. Work-Life-Balance. Ist Ihnen aufgefallen, wie viele Menschen heutzutage mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu kämpfen haben? Unbedingt. Untersuchungen zeigen, dass sich rund 60% der Mitarbeiter von ihren beruflichen Pflichten überfordert fühlen. Das ist eine beachtliche Zahl. Es wirkt sich auch wirklich auf Ihre psychische Ja, Gesundheit Studien aus. deuten darauf hin, dass eine schlechte Work-Life-Balance zu erhöhtem Stress und Burnout führen kann. Und es geht nicht nur um Stress, er kann sich auch auf die Produktivität auswirken. Genau. Unternehmen, die eine gesunde Work-Life-Balance fördern, verzeichnen eine Steigerung der Mitarbeiterproduktivität um 20%. Wow, das ist beeindruckend. Was sind einige der häufigsten Anzeichen einer schlechten Work-Life-Balance? Einige Anzeichen sind, dass sie sich ständig müde fühlen, persönliche Beziehungen vernachlässigen und Probleme haben, sich von der Arbeit zu trennen. Es klingt nach einer schwierigen Situation. Aber warum ist es so wichtig, dieses Problem anzugehen? Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist von entscheidender Bedeutung, da sie das allgemeine Wohlbefinden verbessern und zu glücklicheren und gesünderen Mitarbeitern führen kann. Das macht Sinn. Ein ausgeglichenes Leben kann auch zu einer besseren Arbeitszufriedenheit führen. Unbedingt. Wenn sich Mitarbeiter ausgeglichen fühlen, sind sie bei der Arbeit engagierter und motivierter. Lektion 8. Sollen wir nach dem Frühstück etwas Sport treiben? Hey, was hältst du davon, nach dem Frühstück etwas Sport zu treiben? Ich habe gehört, dass es der Verdauung zuträglich sein kann. Genau. Studien zeigen, dass leichte Bewegung den Stoffwechsel nach einer Mahlzeit um bis zu 15% ankurbeln kann. Wirklich? Ich wusste nicht, dass es einen solchen Einfluss auf den Stoffwechsel haben könnte. Ja, außerdem kann es helfen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren, was sehr wichtig ist. Das macht Sinn. Ich denke, es kann diese Energieabstürze nach dem Essen verhindern, oder? Unbedingt. Untersuchungen deuten darauf hin, dass selbst ein kurzer Spaziergang nach dem Essen zur Stabilisierung des Energieniveaus beitragen kann. Und ich habe gehört, dass es auch die Stimmung verbessern kann. Ja, Sport setzt Endorphine frei, die ihre allgemeine Stimmung verbessern und Stress reduzieren können. Klingt nach einer Win-Win-Situation. Vielleicht probiere ich es einfach Das aus. solltest du. Es ist eine einfache Möglichkeit, den Tag positiv zu beginnen. Ich liebe die Idee, Frühstück mit ein bisschen Bewegung zu kombinieren. Lektion 9. Kommen wir vor Mittag in Paris an? Also, glaubst du, wir kommen vor Mittag in Paris an? Nun, das hängt von mehreren Faktoren ab, wie unserer Abfahrtszeit und den Verkehrsbedingungen. Richtig. Ich habe gelesen, dass die durchschnittliche Reisezeit von London nach Paris mit dem Zug etwa 2 Stunden und 15 Minuten beträgt. Genau. Und wenn wir früh aufbrechen, können wir die morgendliche Hauptverkehrszeit vermeiden, was unsere Reise verlängern kann. Das macht Sinn. Außerdem sind die Eurostar-Züge für ihre Pünktlichkeit mit einer Pünktlichkeitsrate von rund 90% bekannt. Ja, und wir sollten auch die Zeit berücksichtigen, die benötigt wird, um zum Bahnhof zu gelangen und die Sicherheitskontrolle zu passieren. Stimmt. Wenn wir dafür etwa 30 Minuten einkalkulieren, sollte es uns gut gehen, solange wir um 8 Uhr morgens los sind. Genau.
Also, wenn wir uns an unseren Zeitplan halten, sollten wir auf jeden Fall vor Mittag in Paris ankommen. Ich kann es kaum erwarten. Es wird toll sein, die Stadt gleich nach unserer Ankunft zu erkunden. Unbedingt. Denkt nur an all die Sehenswürdigkeiten, die wir sehen werden. Lektion 10. Ich möchte ein paar Getränke kaufen. Hier denkst du darüber nach, ein paar Drinks zu holen? Für was entscheidest du dich normalerweise? Normalerweise bleibe ich bei Wasser, aber ich probiere auch gerne neue Säfte aus. Wasser ist super wichtig, oder? Es macht etwa 60% unseres Körpers aus. Genau. Wenn Sie hydratisiert bleiben, können Sie das Energieniveau und die allgemeine Gesundheit verbessern. Ich habe gelesen, dass Fruchtsäfte wichtige Vitamine liefern können, wie Vitamin C aus Orangen. Stimmt. Aber es ist gut, auf den Zuckergehalt einiger Säfte zu achten. Ja, und Limonaden können Spaß machen, aber sie haben oft viel Zucker und keinen Nährwert. Genau. Interessant, dass manche Getränke zwar erfrischend, aber nicht unbedingt gesund sein können. Ganz gewiss. Ich denke, es geht nur um Ausgewogenheit und darum zu wissen, was man trinkt. Unbedingt. Und es ist immer schön, ab und zu etwas Neues auszuprobieren. Also, denkst du an Wasser, Saft oder vielleicht eine Limonade für heute? Lass uns einen Mix machen. Ein bisschen von allem klingt gut. Lektion 11. Die Fächer, die im kommenden akademischen Jahr studiert werden sollen. Also haben Sie darüber nachgedacht, welche Fächer Sie nächstes Jahr studieren sollen? Hab ich. Ich denke, MINT-Fächer sind wirklich wichtig, vor allem angesichts der Entwicklung des Arbeitsmarktes. Unbedingt. Wussten Sie, dass die Zahl der Arbeitsplätze im STEM-Bereich in den nächsten 10 Jahren voraussichtlich um 8% steigen wird? Das ist ein deutlicher Anstieg. Was ist mit den Künsten? Sie sind auch wichtig, oder? Definitiv. Studien zeigen, dass Studierende, die im Bereich der Kunstpädagogik tätig sind, insgesamt bessere akademische Leistungen erbringen. Ich habe auch gehört, dass geisteswissenschaftliche Fächer dazu beitragen, Fähigkeiten zum kritischen Denken zu entwickeln. Ja, tatsächlich legen 93% der Arbeitgeber Wert auf kritisches Denken bei Bewerbern. Das macht Sinn. Was ist mit Sprachen? Sie werden in unserer globalisierten Welt immer wichtiger. Ganz gewiss. Zweisprachige Personen haben oft bessere Berufsaussichten und Verdienstmöglichkeiten. Es ist faszinierend, wie jedes Fach zu einer umfassenden Ausbildung beiträgt. Richtig? Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden, das den individuellen Interessen und Karrierezielen entspricht. Ich kann es kaum erwarten, nächstes Jahr all diese Themen zu erkunden. Lektion 12. Lernstrategien. Hey, hast du jemals darüber nachgedacht, wie sich Studienstrategien wirklich auf die akademische Leistung auswirken können? Unbedingt. Ich habe irgendwo gelesen, dass Schüler, die effektive Lerntechnik anwenden, ihre Noten um bis zu 30% verbessern können. Das ist beeindruckend. Was sind einige dieser Techniken? Eine beliebte Methode ist die Pomodoro-Technik, bei der 25 Minuten lang gelernt und dann eine 5-minütige Pause eingelegt wird. Davon habe ich gehört. Es hilft, den Fokus aufrechtzuerhalten und reduziert Burnout, oder? Genau. Und es gibt auch einen aktiven Erinnerungsmodus, bei dem du dich selbst an dem Material testest, anstatt es einfach noch einmal zu lesen. Das klingt effektiv. Es ist, als würde man sich mit dem Inhalt beschäftigen, anstatt ihn passiv zu konsumieren. Ja, Untersuchungen zeigen, dass ein aktiver Rückruf zu einer besseren Aufbewahrung von Informationen führen kann. Wie sieht es mit Lernumgebungen aus? Ich habe gehört, dass sie auch die Leistung beeinflussen können. Du hast recht.
Eine Studie der University of California ergab, dass ein aufgeräumter, ruhiger Raum die Konzentration und Produktivität steigern kann. Das ist faszinierend. Es ist sinnvoll, ein Umfeld zu schaffen, das dem Lernen förderlich ist. Definitiv. Die richtigen Strategien und das richtige Umfeld können einen großen Unterschied für den akademischen Erfolg ausmachen. Lektion 13. Just-in-Time-Fertigung. Haben Sie von Just-in-Time-Fertigung gehört? Es ist wirklich interessant. Ja, ich weiß ein bisschen darüber. Es geht nur darum, Abfall zu reduzieren, oder? Genau. Es zielt darauf ab, nur das zu produzieren, was benötigt wird, wenn es benötigt wird, um die Inventarkosten zu minimieren. Ich habe gelesen, dass es in den 1970er Jahren in Japan mit Toyota entstanden ist. Sie haben wirklich Pionierarbeit bei diesem Ansatz geleistet. Das ist richtig. Und es hat Unternehmen dabei geholfen, ihre Effizienz und Reaktionsfähigkeit auf Marktveränderungen zu verbessern. Außerdem habe ich gehört, dass dies zu qualitativ besseren Produkten führen kann, da Probleme schnell erkannt und behoben werden. Unbedingt. Durch einen optimierten Prozess können sich Unternehmen auf die kontinuierliche Verbesserung konzentrieren. Und es hört sich so an, als ob es auch kleinen Unternehmen wirklich zugutekommen kann, nicht nur großen Herstellern. Ganz gewiss. Kleine Unternehmen können sich schnell anpassen und die Kosten senken, was für ihr Wachstum entscheidend ist. Es ist faszinierend, wie diese Methode die Branche verändert hat. Es legt wirklich Wert auf Effizienz. Ja, und es geht auch darum, enge Beziehungen zu Lieferanten aufzubauen, um eine termingerechte Lieferung sicherzustellen. Das macht Sinn. Zusammenarbeit scheint der Schlüssel zu einer effektiven Just-in-Time-Arbeit zu sein. Lektion 14. Software-Schulung. Hatten Sie schon die Gelegenheit, die Software Suite zu erkunden? Nicht wirklich, aber ich habe gehört, dass es die Produktivität wirklich steigern kann. Unbedingt. Studien zeigen, dass Unternehmen, die integrierte Software verwenden, ihre Produktivität um bis zu 30% steigern können. Wow, das ist beeindruckend. Welche spezifischen Tools sind in der Suite enthalten? Es umfasst Projektmanagement, Berichtstools und Kommunikationsfunktionen an einem Ort. Das klingt praktisch. Wie hilft das bei der Teamarbeit? Nun, da alles zentralisiert ist, können die Teammitglieder in Echtzeit zusammenarbeiten, wodurch Missverständnisse vermieden werden. Ich verstehe es. Es kann also unseren Arbeitsablauf wirklich rationalisieren. Genau. Außerdem wird die Verfolgung des Fortschritts viel einfacher, was zu besseren Projektergebnissen führen kann. Das macht Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass die Beherrschung dieser Tools wirklich einen Unterschied machen kann. Ganz gewiss. Unternehmen, die in Schulungen für ihre Software investieren, erzielen eine erhebliche Investitionsrendite. Ich freue mich darauf, mehr darüber zu erfahren. Es klingt wie ein Wendepunkt. Lektion 15. Einhaltung der Gesundheitsvorschriften. Ich habe in letzter Zeit viel über die Einhaltung der Gesundheitsvorschriften gehört. Wie wichtig ist es wirklich in unserem Bereich? Es ist unglaublich wichtig. Ich erinnere mich an einen Fall, in dem ein kleines Versehen bei der Aufbewahrung von Medikamenten zu einem schwerwiegenden Vorfall führte. Ein Patient erhielt die falsche Dosierung, weil die Medikamente nicht vorschriftsmäßig aufbewahrt wurden. Das klingt alarmierend. Was ist als nächstes Nun, passiert? zum Glück haben die Mitarbeiter es rechtzeitig erkannt, aber es hat deutlich gemacht, wie wichtig die Einhaltung von Vorschriften ist. Nach Angaben der gemeinsamen Kommission sind 80% der schwerwiegenden medizinischen Fehler auf Kommunikationsfehler bei Patiententransfer zurückzuführen, die häufig auf die Nichteinhaltung der Protokolle zurückzuführen sind. Wow, ich wusste nicht, dass die Statistiken so hoch sind.
Wie stellen Sie die Einhaltung der Vorschriften in Ihrer Abteilung sicher? Wir führen regelmäßig Schulungen und Audits durch. Zum Beispiel hatten wir kürzlich ein Überraschungsaudit und es war ein Weckruf für alle. Wir haben mehrere Bereiche gefunden, in denen wir unsere Praktiken verbessern könnten. Das macht Sinn. Hat das Audit zu wesentlichen Änderungen geführt? Unbedingt. Wir haben ein neues Checklistensystem für die Verabreichung von Medikamenten eingeführt, das die Anzahl der Fehler seit unserer Einführung um 30% reduziert hat. Es geht darum, eine Sicherheitskultur zu schaffen. Ich sehe, wie sich die Einhaltung der Vorschriften direkt auf die Patientensicherheit auswirken kann. Es ist eine Menge Verantwortung, nicht wahr? Das ist es, aber es ist auch lohnend. Zu wissen, dass unsere Einhaltung der Vorschriften die Patienten schützt, macht es lohnenswert. Es ist eine Teamleistung und jeder spielt eine Rolle. Lektion 16. Innovative Lernerfahrungen. Ich habe viel darüber gehört, wie Technologie die Bildung verändert. Haben Sie Erfahrungen mit innovativen Lernwerkzeugen gemacht? Unbedingt. Ich habe kürzlich eine Virtual Reality App für einen Geschichtsunterricht verwendet. Es ermöglichte mir, alte Zivilisationen auf eine Weise zu erkunden, wie es Lehrbücher niemals konnten. Das klingt unglaublich. Hat es dir geholfen, das Material besser zu verstehen? Definitiv. Eine Studie der University of Maryland zeigte, dass Studenten, die VR verwenden, bei Tests 20% bessere Ergebnisse erzielten als Studenten, die herkömmliche Methoden verwendeten. Wow, ich kann mir vorstellen, wie das Lernen ansprechender machen würde. Gab es irgendwelche Herausforderungen, vor denen Sie damit standen? Ja, anfangs fühlte sich die Technologie überwältigend an. Ich musste Zeit damit verbringen, mich mit der Ausrüstung vertraut zu machen. Aber als ich es getan habe, hat es sich gelohnt. Ich kann das nachvollziehen. Ich bin manchmal nervös, wenn ich neue Technologien ausprobiere. Wie hast du das überwunden? Ich habe meine Klassenkameraden um Hilfe gebeten und mir sogar Tutorial-Videos online angesehen. Das hat die Lernkurve viel einfacher gemacht. Das ist eine gute Idee. Zusammenarbeit kann wirklich einen Unterschied machen. Denken Sie, dass diese Tools hier bleiben werden? Unbedingt. Laut einem Bericht des Weltwirtschaftsforums wird das digitale Lernen voraussichtlich deutlich zunehmen. 70% der Pädagogen glauben, dass es das Engagement der Schüler verbessert. Danke, dass du deine Erfahrung geteilt hast. Ich freue mich darauf, weitere dieser Tools selbst zu erkunden. Das solltest du. Die Nutzung von Technologie kann so viele neue Wege des Lernens eröffnen. Lektion 17. Aktivität auf dem Campingplatz. Hallo, ich habe gehört, dass du letztes Wochenende campen gegangen bist. Wie war's? Es war unglaublich. Aber wir hatten ein bisschen Angst vor einem plötzlichen Regensturm. Wir haben gelernt, wie wichtig es ist, das Wetter zu überprüfen, bevor wir losfahren. Wow, das klingt intensiv. Was hast du gemacht, als der Sturm zuschlug? Wir haben schnell eine Plane über unserem Campingplatz aufgestellt, um alles trocken zu halten. Ich habe in einem Campingführer gelesen, dass es deine Reise retten kann, wenn du mit einem Backup-Plan vorbereitet bist. Das ist klug. Hattest du alles, was du brauchtest? Meistens, aber wir haben ein paar wichtige Dinge vergessen, wie zusätzliche Batterien für unsere Laterne. Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, vor der Reise eine Checkliste zu Ich kann mir erstellen. vorstellen, dass das hilfreich wäre. Was war für dich der beste Teil der Reise? Auf jeden Fall die Lagerfeuergeschichten in der Nacht. Es ist eine großartige Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Der Nationalpark Service schlägt vor, Geschichten zu teilen, um sich mit der Natur und untereinander zu verbinden. Das klingt nach einer Menge Spaß. Irgendwelche Tipps für jemanden, der das Campen zum ersten Mal ausprobieren möchte? Unbedingt. Beginnen Sie mit einem einfachen Campingplatz, packen Sie mehrere Kleidungsschichten ein und vergessen Sie nicht, eine Erste-Hilfe-Ausrüstung mitzubringen.
Die American Camping Association empfiehlt diese, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten. Lektion 18. Wann wirst du heute Nacht schlafen? Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich habe gelesen, dass Erwachsene jede Nacht 7 bis 9 Stunden Schlaf anstreben sollten. Das stimmt. Schlaf ist entscheidend für unsere allgemeine Gesundheit und unser Wohlbefinden. Genau, Schlafmangel kann zu Problemen wie verminderter Konzentration und Stimmungsschwankungen führen. Und wussten Sie, dass chronischer Schlafentzug das Risiko schwerwiegender Gesundheitsprobleme erhöhen kann? Ja, ich habe gelesen, dass es sogar Ihr Immunsystem und Ihre Herzgesundheit beeinträchtigen kann. Es ist faszinierend, wie wichtig Schlaf wirklich ist. Es ist wie ein Reset-Knopf für unseren Körper. Unbedingt. Außerdem kann guter Schlaf auch Ihr Gedächtnis und Ihre Kreativität verbessern. Dann sollte ich heute Abend wahrscheinlich früher mit dem Abschalten beginnen. Was ist mit dir? Ich glaube, ich werde versuchen, um 10 Uhr ins Bett zu gehen. Es ist ein guter Zeitpunkt, um neue Klingt Energie für nach den einem nächsten Plan. Tag zu tanken. Schlaf macht wirklich einen Unterschied. Ganz gewiss. Auf eine gute Nachtruhe. Lektion 19. Unser Wochenendplan. Also, was sind die Pläne für das Wochenende? Hast du irgendwas Aufregendes geplant? Unbedingt. Ich denke darüber nach, wandern zu gehen. Wussten Sie, dass Wandern den Stress reduzieren kann? Das klingt toll. Ich habe gelesen, dass das Verbringen von Zeit in der Natur Ihre Stimmung erheblich verbessern kann. Genau. Außerdem ist es ein gutes Training. Bei einer 30-minütigen Wanderung können je nach Intensität etwa 200 bis 400 Kalorien verbrannt werden. Wow, ich wusste nicht, dass es so viele Kalorien verbrannt hat. Welchen Trail hast du vorzufahren? In der Nähe gibt es einen schönen Wanderweg mit herrlichem Blick auf die Berge. Es ist ungefähr eine 5-Meilen-Schleife. Hört sich toll an. Ich könnte mich dir anschließen. Ich habe gehört, dass Wandern auch die Kreativität fördern kann. Ja, Studien zeigen, dass das Verbringen von Zeit im Freien die kreative Problemlösung um bis zu 50% verbessern kann. Das ist ein guter Grund, nach draußen zu gehen. Was hast du sonst noch für das Wochenende geplant? Ich möchte mir auch die neue Kunstausstellung in der Innenstadt ansehen. Kunst kann Freude bereiten und Kreativität anregen. Ich liebe diese Idee. Außerdem kann der Besuch von Galerien dazu beitragen, lokale Künstler und Kultur zu unterstützen. Genau. Die Beschäftigung mit Kunst und Kultur ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und etwas Neues zu lernen. Lektion 20. Eine Kopie des Vertrags ausdrucken. Hey, ich wollte gerade eine Kopie eines Vertrags ausdrucken. Kennen Sie die Schritte, um das zu tun? Sicher. Zunächst müssen Sie sicherstellen, dass Sie das richtige Dokument auf Ihrem Computer geöffnet haben. Ich hab's. Danach, was kommt als nächstes? Als nächstes sollten Sie Ihre Druckereinstellungen überprüfen, um sicherzustellen, dass alles korrekt eingerichtet ist. Richtig, ich habe gehört, dass es sehr wichtig sein kann, eine physische Kopie zu haben. Genau. Eine physische Kopie kann im Streitfall als Rechtsbeweis dienen. Und es hilft auch bei der Führung von Aufzeichnungen, oder? Ja, das Speichern physischer Kopien kann zum Nachschlagen und Organisieren einfacher sein. Ich verstehe. Also, was ist mit dem eigentlichen Druckvorgang? Wenn Sie fertig sind, klicken Sie einfach auf die Druckoption und wählen Sie Ihren Drucker aus der Liste aus. Das klingt einfach genug. Irgendwelche Tipps zur Überprüfung der Qualität vor dem Drucken? Sie können das Dokument zuerst in der Vorschau anzeigen, um sicherzustellen, dass alles richtig aussieht, bevor Sie es drucken. Großartig. Ich fühle mich jetzt besser darauf vorbereitet,
meinen Vertrag drucken zu lassen. Fantastisch. Es ist immer gut, für alle Fälle eine gedruckte Version zur Hand zu haben. Lektion 21. Projektzeitplan. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie wichtig die Projektplanung für den Erfolg ist? Unbedingt. Ein gut strukturierter Zeitplan kann die Effizienz verbessern und dafür sorgen, dass alle Beteiligten auf Kurs bleiben. Es ist interessant, dass Studien zeigen, dass Projekte mit klaren Zeitplänen eine um 30% höhere Wahrscheinlichkeit haben, pünktlich abgeschlossen zu werden. Richtig. Und ohne einen Zeitplan können Aufgaben leicht übersehen oder verzögert werden, was zu Budgetüberschreitungen führen kann. Genau. Meilensteine sind wichtige Kontrollpunkte, die Teams helfen, ihre Fortschritte zu messen und motiviert zu bleiben. Und wussten Sie, dass der Einsatz von Projektmanagement-Software die Zusammenarbeit und Transparenz zwischen Teams verbessern kann? Ja, Tools wie Gantt-Diagramme helfen dabei, Zeitpläne und Abhängigkeiten zu visualisieren und erleichtern so die Verwaltung von Aufgaben. Außerdem können regelmäßige Aktualisierungen des Zeitplans dazu beitragen, Probleme zu lösen, bevor sie eskalieren. Ganz gewiss. Ein dynamischer Zeitplan ermöglicht Flexibilität und schnelle Anpassungen bei Bedarf. Und all dies trägt zu einer höheren Erfolgsquote von Projekten bei, und genau das streben wir an. Lektion 22. Inneneinrichtung. Haben Sie bemerkt, wie sich die Wohndekorationstrends heutzutage ändern? Unbedingt. Es ist faszinierend, wie die Menschen jetzt zu nachhaltigeren Materialien neigen. Richtig. Ich habe gelesen, dass die Verwendung von wiederverwertetem Holz den CO2-Fußabdruck erheblich reduzieren Und kann. auch das Einbeziehen von Pflanzen ist ein großer Trend. Sie helfen, die Luft zu reinigen und machen Räume gesünder. Genau. Studien zeigen, dass Pflanzen in Innenräumen die Stimmung und Produktivität steigern können. Und vergiss die Farbpsychologie nicht. Farben können stark beeinflussen, wie wir uns in einem Raum fühlen. Ja, zum Beispiel können Blau und Grün eine ruhige und beschauliche Umgebung schaffen. Lebendige Farben wie Gelb und Orange können einen Raum mit Energie versorgen und die Kreativität fördern. Es ist erstaunlich, wie viel Mühe in die Schaffung eines gemütlichen und einladenden Zuhauses gesteckt wird. Unbedingt. Persönliche Details wie Familienfotos oder Reisesouvenirs machen ebenfalls einen großen Unterschied. Und das Beste daran ist, dass es kein Vermögen kosten muss. Die Y-Projekte können Spaß machen und budgetfreundlich sein. Stimmt. Es gibt unendlich viele Ideen im Internet, die Kreativität anregen und das Dekorieren zum Vergnügen machen. Lektion 23. Erweiterter Hotelservice. Haben Sie bemerkt, wie fortschrittlich der Hotelservice in letzter Zeit geworden ist? Unbedingt. Es ist faszinierend, wie personalisierte Erlebnisse den Aufenthalt eines Gastes wirklich verbessern können. Richtig? Ich habe gelesen, dass Hotels, die sich auf persönlichen Service konzentrieren, die Gästezufriedenheit um bis zu 20% steigern können. Das macht Sinn. Ein zufriedener Gast wird mit größerer Wahrscheinlichkeit wiederkommen und das Hotel weiterempfehlen. Genau. Und es geht nicht nur um den Service, auch das Ambiente und die Ausstattung spielen eine große Rolle. Ganz gewiss. Wussten Sie, dass 70% der Gäste bei der Wahl einer Unterkunft die Qualität der Hotelausstattung berücksichtigen? Das ist ein wichtiger Faktor. Was ist mit dem Aspekt der Personalausbildung? Nun, eine kontinuierliche Schulung der Mitarbeiter verbessert nachweislich die Servicequalität, was zu einem Anstieg der positiven Bewertungen um 15% geführt hat. Das ist beeindruckend. Es zeigt wirklich, wie wichtig es ist, in die Personalentwicklung zu investieren.
Definitiv. Außerdem kann ein gut ausgebildetes Personal Beschwerden von Gästen effektiver bearbeiten, was von entscheidender Bedeutung ist. Und vergessen wir nicht die Technologie. Viele Hotels verwenden Apps für reibungslose Check-ins und Serviceanfragen. Ja, Technologie kann den Betrieb rationalisieren und das allgemeine Gästeerlebnis verbessern.